Ausgangssituation des Projektes war, dass wir heute aufgestellt sind in einem sogenannten One-ERP-System bzw. One-S4HANA-System und wie die Anforderung kam, innerhalb eines halben Jahres eine Teilkonzernbildung über einen Carve-out zu bilden. Für einen Geschäftszweig eines unserer 7 Business-Segmente ist in diesen Carve-out gegangen. Wir reden da über insgesamt 16 Legal Entities, wobei das Projekt mit CBS hat dann 8 betroffen, weil das waren sogenannte Joint Locations, da waren verschiedene Business Units unter tätig. Motivation mit CBS war die natürlich sehr positive Erfahrung, die wir schon mit CBS in der Zusammenarbeit hatten im Rahmen unserer S4-Migration, die wir 2021 erledigt hatten. Und zweite Motivation war, dass unter der gegebenen Timeline von 6 Monaten es eigentlich mit konventionellen Carve-out-Methodiken gar nicht möglich war, das zu realisieren. Die Herausforderung war zum einen schon mal die Timeline, 6 Monate. Also 6 Monate heißt wirklich von Projektauftrag bis Go-Live. Das zu realisieren in dieser Größenordnung für ein Business, was ungefähr 900 Millionen Umsatz macht, was natürlich die Erwartung war, dass nach dem Go-Live genauso alles funktioniert für den Teilkonzern, wie es vorher auch schon funktioniert. Das heißt, die vollständige Integration des S4-Systems, was aus dem Mutterkonzern musste drüber genommen werden. Es mussten alle Schnittstellen, die verwendet werden, dort genauso wieder funktionieren, angebunden werden. Es musste eine Historie teilweise mitgenommen werden, länderspezifisch. Das heißt nicht nur Big Bang zum Zeitpunkt X, sondern wir haben ein Jahr vorher dann auch schon noch mit migriert rein. Das waren so die Kernherausforderungen. Wir sind im August letzten Jahres live gegangen entsprechend und hatten dort auch trotz aller Anstrengungen keine Nachmigration. Das heißt, wir hatten vermutet, dass wir noch gewisse Nachbesserungen machen müssen, aber das hatten wir dann nicht den Fall, sondern das konnten wir über manuelle Mittel dann lösen. Also das heißt, wir sind seit 8. August letzten Jahres in diesen Teilkonzernstruktur live. Ja, also ich glaube, man muss es eben immer betrachten von den Handelnden und insofern, das war ja auch ein Kriterium, was ich schon genannt habe, wir hatten nicht nur die Historie, sondern wir haben auch eben eine gewisse Vertrauensbasis dadurch natürlich schon aus den Vorprojekten, die wir schon zusammen gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn Sie so eine Herausforderung haben, dass Sie innerhalb relativ kurzer Zeit solche Veränderungen stemmen müssen und die müssen Sie halt gemeinsam stemmen. Das können Sie nicht schaffen, indem Sie sagen, okay, ein Partner muss ich erst einarbeiten oder er muss erstmal auch die Internas kennenlernen oder sonst irgendwas. Das heißt, das Positive ist das Vertrauen, die Kenntnis zueinander, auch der Workstyle, also wie arbeitet man zusammen, war uns bekannt. Die Kollegen, die mitgewirkt waren, waren größtenteils bekannt. Natürlich gibt es immer mal den einen oder anderen neuen Consultant, der reinkommt, aber insofern können Sie sowas eigentlich nur im Team machen, wenn Sie dann dieses gewachsene Vertrauen auch zueinander haben.